Kein Desaster mit der Temperaturregulierung am Keramikgrill. Problem Nummer 1, der Grill ist zu heiß. Das ist mir auch schon oft passiert. Ich bin in die Küche noch mal etwas geholt, habe ein bisschen zu lange gebraucht. Bis ich wieder draußen war, war der Grill aufgeheizt, ja eben zu heiß. Und ich habe die Temperatur nicht mehr runtergebracht, einfach so ring. Was ich jetzt machen kann, da werde ich dir ein paar Tricks und Tipps zeigen. Erster Schritt, ich schliesse die Lüftungszufuhr komplett. Oben lasse ich offen, damit die Hitze noch ein bisschen entweichen kann, weil jetzt wird von unten kein Sauerstoff mehr angezogen und die Glut kann nicht mehr wachsen. Und so lasse ich die Hitze oben weg. Als weiterer Schritt, ich nehme kalte Deflektorplatten und lege sie in den Grill rein. Entweder gerade auf den Rost oder unten rein, dort wo sie gehören, sofern ich es nicht schon drin habe. Und die kalten Deflektorsteine, die reduzieren jetzt auch die Hitze im Grill rein. Ein weiterer Punkt, der möglich ist, kalte Pizzasteine tun oder wenn du hast einen Soapstone, einen sogenannten Speckstein, der kalt ist, eine Gusseisenplatte, die kalten Elemente rein tun und das hilft, die Temperatur im Grill zu reduzieren. Und noch eine weitere Möglichkeit, die ich anwende, ist eine Schale mit kaltem Wasser. Und zwar eine Tropfschale oder eine Paella-Pfanne, je nachdem, wo ich mit kaltem Wasser füllen und drin hineinstellen. Das absorbiert einen Haufen Energie, einen Haufen Hitze. Und im schlimmsten Fall, allenfalls die sogar noch mit Eiswürfeln füllen. Das bringt die Temperatur wirklich oben runter. Und dann auch nicht vergessen, wenn es gar gut einen kalten Braten, einen Truthahn rein tust. Auch das bewirkt natürlich, dass die Temperatur sich reduziert, wenigstens vorübergehend. Das kann man durchaus auch berücksichtigen, wenn es darum geht, die Zieltemperatur zu erreichen in seinem Grill. Problem Nummer 2. Du möchtest den Grill aufheizen. Du stellst dazu die Lüftungsschieber unten und oben voll auf und die Temperatur steigt. Aber steigt nicht so hoch, wie du möchtest. Du möchtest zum Beispiel 300 Grad erreichen zum Pizza backen, aber der Grill geht nicht über 200 Grad aus. Es gibt verschiedene Ursachen für das Problem, die man beachten muss. Und zwar die Luftzufuhr, dass da keine Asche im Weg ist. Als weiterer Punkt schlechte Holzkohle. Das heisst, das kleine Stückchen Schutt, wo eigentlich den Sauerstoff verdrängt, wo man keinen Raum hat für Sauerstoff und dann die Temperatur nicht kann steigen. Und übrigens, für das Thema schau unser Video zum Thema Holzkohlequalität. Als weitere Ursache ist es auch möglich, dass du zu viel Holzkohle drin hast. Zu viel Holzkohle, ja, weil man vielleicht daran denkt und sagt, ja, ich will ja hohe Hitze. Also tue ich auch viel Holzkohle rein. Und das ist ein Trugschluss. Wenn man zu viel Holzkohle drin hat und auch dann die Deflektorplatte zu tief einsetzt, wo man zum Beispiel beim Kamado Joe eben auf verschiedenen Höhen einsetzen kann, dann verdrängt das eben auch den Sauerstoff. Man hat zu wenig Sauerstoff dort, wo Glut ist, und dann bringt man die Temperatur auch nicht durch. Problem Nummer 3, Temperatur für deinen Long Run, den du planst, also über mehrere Stunden am Stück garen, ist zu wenig stabil. Sie verreist langsam gegen rauf oder gegen runter. Um möglichst eine stabile Temperatur zu haben, über eine lange Zeit, für einen Garprozess, der eben mehrere Stunden geht, gibt es ein paar Punkte, die man berücksichtigen kann. Und das möchte ich dir jetzt sagen. Einerseits natürlich das Einregeln, das ist klar, so dass die Temperatur zum Beispiel bei 120 Grad stehen bleibt. Was jetzt wichtig ist zu beachten, damit das auch so bleibt und die Temperatur nicht langsam wegdriftet, gegen rauf oder gegen runter, ist es wichtig, dass man auch die richtige Holzkohle verwendet. Weil die Holzkohle hat wohl einen grösseren Einfluss, als man sich vorstellen kann. Dazu schau unser Video zum Thema Holzkohle. Ein weiterer Punkt, wenn du es gar gut drauf tust, in eben 120-gradigen Grill als Beispiel, dann braucht der Grill auch eine gewisse Zeit, bis er wieder zurückgeregelt hat. Und diese Zeit, die Einregelphase, die geht je nach Gargut und Größe des Grill durchaus 3/4 Stunde, eine Stunde. In dieser Zeit beobachte ich den Grill und lasse ihn nicht aus den Augen. Das heisst, ich starre natürlich nicht permanent aufs Thermometer, aber immer wieder einmal zum Schauen. Und wenn ich sehe, er ist eine Stunde lang stabil gelaufen, dann weiss ich, dann wird er auch die nächsten x Stunden stabil laufen. Und als weiterer Punkt gilt es zu beachten, ja, das passiert manchmal, dass vielleicht der Nachbar mal schauen, was man auf dem Grill hat. Ja, alles schon erlebt. Schaut, dass dort dann auch niemand einfach einmal in den Grill hineinschaut. Ob das jemand aus der Familie ist oder sonst jemand. Ja, der Grill muss dann natürlich zubleiben, weil das verfälscht garantiert das Resultat. Und dann kommt noch dazu Wind und Regen. Je nachdem, wo der Grill steht, irgendwo an einem exponierten Ort, wo es eben windet, wo es einen Zug hat, dort ist es immer schwierig, die Temperatur stabil zu halten. Und das selbst für einen Keramikgrill, wo ja
viel besser die Temperatur speichert. Und der Regen kann durchaus auch einen Einfluss haben. Wenn man also diese Punkte berücksichtigt, ist es durchaus möglich, mehrere Stunden, das können 6, 8 Stunden oder mehr, sehr stabile Temperaturverhältnisse zu haben, auch ohne, dass man es automatisiert und mit Elektronik überwacht. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, kannst du dazu auch moderne Technik verwenden, zum Beispiel das iCommand von Kamado Joe. Alles fängt an mit einer guten Vorbereitung, ein bisschen Wissen und Erfahrung. Gib nicht auf, mit der Zeit geht alles wie von alleine. Hast du noch Fragen zur Temperatursteuerung am Keramikgrill, dann schreib sie in den Kommentar. Weitere Videos findest du hier. Unseren Kanal abonnieren und aufs Glöckchen drücken. Thumbs up und dann sehen wir uns im nächsten Video.